Wie geht's? Welcome to another session of Fluenz German. Today's session takes place in a hotel, which reminds me of an interesting point. When trying to get someone's attention in German, it's rare to use the equivalent of sir or ma'am or miss. Instead, you interject something like bitte or Entschuldigung. You may have noticed this in the conversations in the restaurant, and you'll also find it in today's conversation at the hotel. German, I've discovered, is quite formal compared to English. It is much more common to address people by their last names, and it often takes some time to develop a friendship before more familiar and informal terms are used. That being said, Germans are also known for being very direct and honest. So while formal language is expected, it is frowned upon to embellish it too much. Okay, enough said. Head on to the conversation, and I'll see you in the conclusion. Entschuldigung, wo ist dieses Restaurant? Das ist hier. Und wo ist diese Straße? Die ist da. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist da. Dankeschön. Entschuldigung, wo ist dieses Restaurant? Das ist hier. Und wo ist diese Straße? Die ist da. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist da. Dankeschön. Entschuldigung, wo ist dieses Restaurant? Das ist hier. Und wo ist diese Straße? Die ist da. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist da. Dankeschön. This time, Isabella is at a hotel, asking for some information. Entschuldigung. Excuse me. Wo ist dieses Restaurant? Okay, some new things here. First, wo. It means where. Wo. So now we know was, wie and wo. Wo ist dieses Restaurant? The same structure we find in all questions. Dieses means this or that. But we've seen that this and that, as in I want this or I did that, is dies and das. But when you actually mention the word, when you say this restaurant or that beer, etc., then you use dieses. And guess what? Yes, as with the article a and the, there are three forms for this word. Depending on the gender of the noun, it accompanies. Let's try it out with some words we already know. You'll see it. It's not hard. Das Wasser. The water. Der Morgen. The morning. And die Milch. The milk. Notice the endings for each gender. S for neuter, R for masculine, and E for feminine. The words meaning this or that use almost the same endings. Here they go. Dieses Wasser. This or that water. Dieser Morgen.
this, that morning. Diese Milch. This, that milk. So, the three forms of this or that before a noun are dieses, dieser, and diese. So, let's review the articles we've learned so far. For neuter we know now ein, das, dieses. For masculine we have ein, der, dieser. And for feminine, eine, die, diese. Good. Isabella was saying, wo ist dieses Restaurant? Wo ist, where is? Dieses Restaurant, this restaurant. So, can you guess what gender restaurant is? That's right, it's a neuter, hence the S of dieses. So, the restaurant would be das Restaurant. And while we're at it, let's learn the name of another place. Das Hotel. The hotel. Das Hotel. Don't you love this kind of word? Now to say this hotel, you'd say dieses Hotel. All right, back to the dialogue. Wo ist dieses Restaurant? Das ist hier. It is here. 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 And we have another meaning for das. It, neutral. Well, just like the articles we've learned, like a, the, this, that, it also has several different forms in German. It can be das, der, or die. These are the same as the. It all depends on which noun the pronoun it is replacing. If I ask, wo ist der Zucker? Where's the sugar? You would answer, der ist hier. It, masculine, is here. It refers to a masculine word, the sugar, der Zucker. So you use the masculine form of the pronoun, der. But if I ask, wo ist die Milch? Where's the milk? Because die Milch is feminine, you use the feminine form of it. Die. Die ist hier. It, feminine, is here. In the dialogue, Isabella was looking for a restaurant. Wo ist dieses Restaurant? Restaurant is a neuter noun. Das Restaurant. So the clerk uses the neuter form of it. He answered, das ist hier. It, neuter, is here. Figure out if you need to use der, das, or die, pay attention to what the pronoun it is referring to. In the workouts, if it's not clear from the context, we'll add the parentheses, so you'll know what we expect. All right. Isabella had the address for the restaurant, but didn't know how to get there. Und wo ist
diese Straße. Die Straße. The street or the road is feminine, which is why we have diese Straße, right? Something we haven't pointed out yet. When placed before a P or a T, S is pronounced sh. Die Straße. Die Speisekarte. Can you hear it? But there are exceptions like das Restaurant. Since its origin is foreign, this one is not pronounced like other German words. Okay, once more. Die Straße. Die Speisekarte. But das Restaurant. Und wo ist diese Straße? And where is this street? Die ist da. It is there. Here it refers to the street, die Straße, feminine, which is why the clerk uses die. Now, da means there. So now you know hier, here, and da, there. Hier, da. Wonderful. Isabella had one more question. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? Und die Toilette, literally. And the restroom? Wo ist die Toilette? Where is the restroom? So, die Toilette. The restroom. Just think of the toilet. Okay, let's finish off this dialogue. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? And the restroom? Where's the restroom? The waiter answered. Die Toilette ist da. The restroom is there. Da. There. Dankeschön. And that's all for today. Let's recap what we saw in this session. First, another question word. Wo. And the way to say here and there. Hier, da. We learned a few new places. Das Restaurant, das Hotel, die Toilette. We learned how to say this or that. Dieses, dieser, diese. And it. Das, der, die. Great. Now on to the workouts, so you can get all this material down cold. Die Straße, die Toilette, das Restaurant, das Hotel, eine Straße, der, die, das, hier, da, wo ist, dieser, diese, dieses, der Wein, dieser Wein, die Rechnung, diese Rechnung, dieses Hotel.
Die Straße. Die Toilette. Das Restaurant. Das Hotel. Eine Straße. Der. Die. Das. Hier. Da. Wo. Wo ist? Dieser. Diese. Dieses. Der Wein. Dieser Wein. Die Rechnung. Diese Rechnung. Dieses Hotel. Die Straße. Diese Straße ist hier. Wo ist diese Straße? Hier? Wo ist diese Straße? Ist die hier oder da? Wo ist diese Straße? Ist die hier oder da? Nein, die Straße ist nicht hier. Die ist da. Das Restaurant ist hier. Nein, die Straße ist nicht hier. Die ist da. Das Restaurant ist hier. Bier und Wasser. Bier und Wasser. Ein Bier und ein Wasser, bitte. Das Bier ist gut und der Wein ist auch gut. Dieses Bier ist gut und dieser Wein ist auch sehr gut. Dieser Wein ist nicht sehr gut. Ich möchte bitte dieses Bier. Dieser Wein ist nicht sehr gut. Ich möchte bitte dieses Bier. Entschuldigung. Entschuldigung, die Toilette bitte. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Ist die da? Entschuldigung, wo ist dieses Hotel? Ist das hier?
Entschuldigung, wo ist dieses Hotel? Ist das hier? Entschuldigung, wie ist dieses Restaurant? Ist das schön? Was möchten Sie? Was möchten Sie trinken und essen? Ist dieser Tee groß? Ich möchte Tee mit Zitrone. Entschuldigung, ich möchte auch Zucker. Und ich möchte dies und das essen. Noch etwas? Möchten Sie dies und das essen? Oder möchten Sie die Speisekarte? Noch etwas? Möchten Sie dies und das essen? Oder möchten Sie die Speisekarte? Entschuldigung. Wo ist dieses Restaurant? Das ist hier. Und wo ist diese Straße? Die ist da. Und die Toilette? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist da. Dankeschön.
Guten Abend. Wo ist Niklas? Möchte er ein Wasser? Entschuldigung, wo ist diese Straße? Ist die hier oder da? Dankeschön. Und wo ist dieses Hotel? Ist das da? Möchten Sie noch etwas? Dieser Kaffee ist gut. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut oder nicht gut? Ich möchte Wein und Orangensaft. Ist dieser Wein sehr gut? Und wie ist dieses Bier? Nicht gut? Ich möchte eine Cola. Möchten Sie Tee mit Zucker? Möchten Sie auch eine Zitrone? Der Wein ist sehr gut. Der Kaffee ist nicht gut. Wie ist der Tag? Der ist sehr schön. Möchten Sie ein Bier trinken? Oder möchten Sie die Speisekarte? Ich möchte Kaffee mit Milch. Und die Rechnung für Isabella bitte. Kaffee für Niklas und Wein für Sie. Und wo ist die Speisekarte? Niklas ist hier und er möchte essen. Isabella möchte etwas trinken. Er möchte bitte ein Wasser und Tee. Sie möchte dies und das. Wo ist dieses Restaurant und wie ist das? Ist das groß oder klein? Die Speisekarte ist hier und das Wasser da. Noch etwas? Das Restaurant ist hier und das ist sehr schön. Wie ist der Wein? Gut? Und das Bier? Ist das Bier auch gut? Entschuldigung, ist diese Straße hier oder ist die da? Danke. How do you feel? Not the simplest of all languages, huh? I agree. I had a tough time starting out, and still do. Yet, at the same time, I'm fascinated by the language, which reminds me of a large puzzle. For instance, it took me a long time to get used to the fact that bitte, please, does not go at the end of a sentence in German. While you learn the right placing for bitte as you do the workouts, and before it becomes natural, read the entire sentence first. Say it first in your head, then write it. By going over these issues over and over again in the workouts, you will internalize the right word order. At first, you'll have to think about it, but slowly you'll see how it becomes second nature. That's the process, both a bit frustrating, but also rewarding as you start to make progress. For me, the whole thing clicks when I see the building blocks coming together. Keep practicing and they'll come together for you too, I promise. Don't forget to visit the Fluenz Commons for all the additional resources to help you practice all the time. See you in the next session.